hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man ein Foto von einem Bach bearbeiten kann. Dazu zeige ich euch am besten erst nochmal die Aufnahmesituation an sich. Also ich war hier in Thüringen wandern und hier ist eigentlich ein ziemlich üppiger Bach. Wir hatten nun aber einen ganz heißen und trockenen Sommer und jetzt sieht man, dass das hier alles ausgetrocknet ist und aus dem Bach ist so ein kleiner Rinnsal geworden. Also auf Anhieb war eigentlich gar nicht zu fotografieren. Dann habe ich mir überlegt, dann fotografiere ich eben nicht den ganzen Bach, sondern nur so einen kleinen Ausschnitt und dann hat man ja die Illusion, als wäre es ein reißender Bach. Also ich habe nur den oberen Teil, wie man dann jetzt hier sieht. Da fand ich die Reflexion ganz gut und diesen Teil habe ich fotografiert und werde ich dann jetzt letztlich in der Bearbeitung zeigen. Als erste Maßnahme würde ich den Bildzuschnitt verändern und zwar finde ich persönlich, dass dieser untere Bereich hier wenig Information beinhaltet, also recht gleichförmig ist. Also schneide ich es weg. Ich entscheide mich hier fürs Verhältnis 19:3. So, das hier oben, das möchte ich alles haben und ziehe auch hier ein bisschen rein, also das brauche ich auch nicht so sehr. Sagen wir mal, so diesen Ausschnitt. Nun gucke ich mir mal an, was ich mit der Tonbettkorrektur rausholen kann. Ich bin nämlich der Meinung, dass hier etliche Werte fehlen. Genau. Also ziehe ich mal hier diese Weißstufe, da habe ich noch ordentlich Platz, ziehe ich das mal ran. Ich zeige es mal. Das kann man einerseits mit dem Auge einfach machen, dass man sagt, wie gut sieht es aus. Allerdings gibt es dann Bereiche, so wie hier, dass die anfangen auszubrennen. Und dann kann man auch ein bisschen technischer rangehen, wenn man nämlich die Options- oder Alt-Taste gedrückt hält und dabei zieht. Dann werden einem die Bereiche, die zuerst ausbrennen, angezeigt. Also mache ich es mal nicht so hoch, wie man erst annehmen könnte, sondern so. Damit hat man also schon die erste kleine Verbesserung erreicht. Jetzt finde ich persönlich, würde es ganz gut kommen. Also ich habe ja mit einer Langzeitbelichtung gearbeitet und hier mit einem ND-Filter, um das am Tage zu erreichen. Damit habe ich das ja hier alles ganz weich. Der Vordergrund, weil ich mit einer entsprechenden Blende gearbeitet habe, ist hier unscharf. Das Motiv sehe ich persönlich so in diesem Bereich, zusammen ein bisschen mit dem Wasser. Und wenn dieser Bereich als Kontrast zu dem total knacke scharf ist, müsste es eigentlich ganz gut aussehen. Also werde ich diesen Bereich schärfen. Ich gehe auf diese Ursprungsebene und nehme als erstes den Filter Klarheit. So, der schärft und gleichzeitig zieht der Kontraste hoch. Wie viel man da jetzt reingibt, ist dann wieder Geschmackssache. Ich finde, der Wert wird ganz gut verkraftet von dem Bild. Und dann will ich nochmal konkret nachschärfen mit einem Filter unscharf maskieren. Also das ist dann der klassische Schärfefilter. Unscharf maskieren. Übrigens, ich achte jetzt tatsächlich nur auf diesen Bereich. Jetzt wird ja der ganze Bereich hier letztlich mitgeschärft, was zu einem komischen Resultat eigentlich führt. Ich werde es aber gleich verändern. Ich zeige es mal. Also ich gucke jetzt erstmal, wie viel Nachschärfung dieser Bereich hier so verkraftet. Sagen wir mal so 5 Pixel. Weil ich, wie gesagt, gar nicht den Rest hier scharf haben will, sondern nur diesen Felsen hier mit dem Moos, werde ich also jetzt diese beiden Masken invertieren mit Command und I. Und die Schärfe wieder rausnehmen. Dann nehme ich jetzt einen Pinsel, Farbe Weiß und maskiere mir jetzt an diesen Stellen, ich zoome dann mal rein, damit man es vielleicht besser sehen kann, was ich jetzt eigentlich machen werde. Also so ist es vorher und mit unscharf maskieren wird es dann jetzt so aussehen. Also eine deutliche Schärfung von diesem Bereich. Sagen wir mal, hier kann ich auch noch, ist auch noch Teil des Motivs, vielleicht so ein bisschen hiervon noch, aber mehr möchte ich hiervon eigentlich gar nicht schärfen. Und das gleiche mache ich mit dem Filter Klarheit. Also ich nehme hier extra in 4K auf. Ich hoffe, dass eure Computermonitore das so abbilden können, was ich hier eigentlich gerade mache. Ich mache es nochmal vorher, nachher, ob es bei euch zu sehen ist. Also bei mir sieht man hier eine deutliche Schärfung, aber jetzt eben tatsächlich nur auf diesen moosbedeckten Felsen.
Als weitere Maßnahme würde ich jetzt ein bisschen Kontrast reinbringen. Dazu sage ich mal eine Besonderheit. Also ich gehe mal wieder auf die Ebene oben und benutze dazu die Gradationskurven, weil ich nämlich den Kontrast gar nicht überall haben will. Also man sieht ja hier schon am Kurvenverlauf, dass wir die hauptsächlichen Farbtöne ja in diesem Bereich haben, also in den dunklen Bereichen. Die hellen Bereiche, die hier hinten, das Wasser, da sind gar nicht so viele Werte. Und die will ich ja auch gar nicht mit Kontrast versehen. Ich will eigentlich diesen Bereich hier so mit Kontrast versehen. Also ein Bereich, der sich hier befindet. Insofern werde ich hier das Selektiv ein bisschen anpacken und werde mal nicht die ganz übliche S-Kurve nehmen, sondern mal gucken, was hier so passiert. Also ein klein bisschen heller kann es ja durchaus werden hier. Würde diesen Bereich noch ein bisschen aufhellen. Und zwar achte ich jetzt mal, es wird ja hier mit effektiert. Ich gucke jetzt aber nur aufs Moos. Hier werde ich nachher noch was machen. Ich gucke nur, wie der Kontrast sich hier in diesem Bereich auswirkt. Insofern ziehe ich jetzt die Kurve mal hier in dem Bereich auch noch ein kleines Stück hoch. Aber hier würde ich sie jetzt ein Stück runterziehen. Und ich glaube, jetzt habe ich eine Menge Kontrast erreicht. Ich zeige es mal. Den ich aber eigentlich nur hier haben will. Jetzt muss ich tatsächlich die Bereiche, die ich jetzt hier viel zu hell habe und die meiner Meinung nach von dem eigentlichen Hauptmotiv her dann ablenken, abdunkeln. Ich habe die ja jetzt hier eben auch ein bisschen aufgehellt. Nicht so schlimm, ich werde die jetzt abdunkeln. Dazu nehme ich eine Belichtungsebene und achte jetzt nur auf den Hintergrund, wie dunkel ich den in etwa haben will. So, ich denke mal, ich muss ordentlich runtergehen. Ja, ich würde hier tatsächlich fast eine ganze Blendstufe runtergehen. So, da ich jetzt aber alles zu dunkel gemacht habe, mache ich das gleiche wie bei der Schärfung. Ich invertiere diese Anpassungsebene, dass sie erstmal unsichtbar ist und nehme mir jetzt also diesen weichen Pinsel mit der Farbe Weiß und dunkle diesen Bereich, der nicht Bestandteil des Hauptmotivs bei mir sein soll und nicht so ablenken soll, dunkle den mal ab. Also hier diesen Bereich auch. Also eigentlich sieht es jetzt schon ordentlich besser aus, nach meinem Geschmack. Ich würde jetzt aber noch ein paar Lichtakzente mehr reinsetzen, um das Ganze interessanter zu machen. Dazu mache ich mal erstmal einen Screenshot. Sichtbare zusammenlegen. Und werde jetzt auf diesen Screenshot ein bisschen Dodge and Burn machen. Also mir geht es immer noch um diesen moosbedeckten Felsen. Dann nehme ich jetzt das Abwedelwerkzeug und werde es aufhellen. Muss man sich so rantasten, sagen wir mal, ich nehme hier vielleicht mal erstmal 30%. Als Töne nehme ich die Zwischentöne und werde jetzt so ein paar einzelne Lichtakzente hier auf dem Moos zu setzen. So, bei 30% sieht man auf Anhieb erstmal nicht ganz so viel. Aber ich mache schon mal, ich habe ja nur ein paar Pinselstriche gemacht und man sieht es dann auch schon, wenn man vorher nachher macht. Also ich kann natürlich für das Video jetzt mal, damit es schneller geht, ein bisschen hochsetzen, aber ich bin lieber der Typ, der eigentlich ein bisschen vorsichtiger rangeht und ein paar Mal öfter mit dem Pinsel drüber geht. So, da ich die Zwischentöne ausgewählt habe, werden die dunklen hier gar nicht so sehr effektiert. Das bedeutet, dass ich so diese hellen Stellen, die ja schon da sind, noch ein bisschen aufhelle. Die dunklen gar nicht so sehr. Damit erreiche ich also noch mehr Kontrast. So, ich kann auch diese hellen Stromschnellen, wenn man die mal so nennen kann, hier noch ein klein bisschen aufhellen. Aber nicht zu sehr. So, damit hat man also auch schon wieder ein bisschen was Interessantes hier geschaffen. Ich würde aber auch trotzdem durchaus noch ein bisschen was abdunkeln. Dazu nämlich nachbelichten. Und zwar denke ich immer noch an das hier. Das ist mir noch deutlich zu hell. Gehe ich mal mit Burn rüber und mache das ein bisschen dunkler, damit dieser Felsen hier so richtig schön rauspoppt. So, nach meinem Geschmack.
Ist nun mal schnell gemacht. Sieht so schon ordentlicher aus. Also auch hier mache ich mal einen Vorher-Nachher-Effekt. Ich finde, so kommt er besser. Und als letzte Maßnahme würde ich noch ein bisschen Licht drauf gehen auf dem Felsen und würde also nochmal eine Belichtungsebene dafür benutzen. Würde also jetzt das Ganze mal ein bisschen hochziehen, achte dabei jetzt aber nur auf die Wirkung auf diesen Felsen mit dem Moos. Sagen wir mal so. Ich finde, jetzt wäre das Moos gut belichtet. Eigentlich wäre das ganze Bild jetzt so ganz gut belichtet, aber jetzt habe ich natürlich den Nachteil, jetzt ist mir das ja wieder alles zu hell. Also mache ich wieder das gleiche wie vorhin schon, werde das Ganze invertieren und male mir das Licht nur an die Stellen rein, wo ich es will. Dazu muss ich mir wieder den Pinsel auswählen und male das Licht hier selektiv nur in diese Bereiche rein, die es für mich das Hauptmotiv darstellen. Und fertig ist das Bild. Diese Wanderung, die zuerst so ein bisschen enttäuschend aussah bezüglich des Baches, hat jetzt doch noch ein ordentliches Ergebnis hervorgebracht. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.